Hallo Bosco. Moin Rebecca. Heute setzen wir Zahlen in Terme ein. Aha. Diese 10 Aufgaben mache ich heute mit dir. 10. Das heißt, wir ersetzen diese Variablen durch Zahlen und können die Aufgabe somit komplett ausrechnen. Na, da bin ich ja mal gespannt. Ja, wir starten mit der ersten Aufgabe. Das x darfst du ersetzen durch die 3. Das x, haben wir ja gesagt, heißt Variable, weil es variabel ist. Man könnte also jede mögliche Zahl da einsetzen. Ich habe mich jetzt erstmal für die 3 entschieden. Okay. Und jetzt tust du so, als wäre das x wie so eine kleine Box, eine Kiste. Und da setzt du dann die 3 einfach rein. Und schreibst die Aufgabe dann auf mit der 3 statt dem x. Also steht jetzt da, Klammer auf, 5 plus 3, Klammer zu, mal 2. Ja. Und das jetzt rechne ich jetzt aus. Musst du das ausrechnen nach den Vorfahrtsregeln beim Rechnen. Wer die nicht kennt, schaut gerne unser Video. Ja. Nämlich erst die Klammer ausrechnen. 5 plus 3 ist 8. Genau. Und dann den Mal Rest. 2 sind 16. Gut. Das war schon die erste Aufgabe. Ja. Na. Jetzt machen wir die gleiche Aufgabe nochmal, setzen aber minus 3 statt 3 ein. Minus 3. Jetzt musst du wissen, wenn du eine negative Zahl für eine Variable einsetzt, dann musst du Klammern setzen. Noch mehr Klammern. Ja, um die Zahl rum, die du einsetzt. Schreib es erstmal auf. Ja, Klammer auf, 5 plus minus 3, Klammer zu. Und um die minus 3 musst du halt Klammern setzen. Genau, weil Plus und Minus nicht nacheinander stehen dürfen. Ja, es ist nicht erlaubt, 2 Rechenzeichen direkt hintereinander zu schreiben. Ja. Das ist genau auch der Grund, warum wir die Klammer setzen müssen. Einfach als Abstandshalter. Okay. Jetzt musst du dich erinnern an unser Video zu Vorzeichen. Was war denn nochmal plus minus? Ich glaube, bei der Plusklammer fällt das Plus einfach nur weg. Ach, das kannst du auch so machen, ja. Entweder du sagst Plus und Minus ergibt, Minus? ja, oder du sagst, du löst die Plusklammer auf, indem du das Plus und die Klammer einfach weglässt. Dann hast du auch das Minus da stehen. Ha, also steht jetzt in der Klammer 5 minus 3. Genau. Und die Klammer musst du zuerst ausrechnen. Na, das sind 2. Und 2 mal 2 sind 4. Gut, sehr schön. Gut. Nächste Aufgabe. Ja. Da soll ich jetzt die 11 einsetzen für das A. Ja, Also steht da 20 minus 3 mal 11. ja. 20 minus 3 sind 17. Mal 11. Falsch. Du musst dich immer an die Reihenfolge beim Rechnen halten, an die Vorfahrtsregeln. Ja, es Punkt gilt. vor Strichrechnung fällt mir gerade ein. Ah, gut. Dann mache ich das nochmal. Dann rechne ich jetzt 3 mal 11. Ja. Sind 33. Damit musst du anfangen. Und 20 minus 33 sind dann minus 13. Super. Gut. Nächste Aufgabe. Ja. 2c minus d. Jetzt kommen schon 2 verschiedene Variablen in einer Aufgabe vor und beide sollen durch Zahlen ersetzt werden. Also die 5 setze ich bei der C ein. Dann habe ich 25. Ah, nein. Und- Stopp. Stopp. Ja, Du hast gesagt, einfach die Zahl für die Variable einsetzen. da habe ich mich wohl noch nicht klar genug ausgedrückt. Anscheinend. Ja. Wenn du dir das C als Schachtel vorstellst, dann ist die Schachtel ja wie die Umgebung davon. Und Ja. dann musst du schauen, was steht denn um das C drumherum. Ah, Und jetzt steht da leider zwischen der 2 und dem C unsichtbar das Malzeichen. einmal. Und deswegen kannst du nicht einfach nur die 5 dahin schreiben, wo das C war, sondern du Ja. musst jetzt dieses unsichtbare Mal sichtbar machen. Also wirklich hinschreiben. Wäre schön gewesen. Okay, also steht da 2 mal 5. Jetzt stimmt's. Ah. 2 mal 5 minus 2,3. Ja, So, Punkt vor Strichrechnung. 2 mal 5 ist 10. Minus 2,3. Kommazahlen. Also dann rechne ich erstmal 10 minus 2 ist 8. gut. Und dann nochmal 0,3 abziehen. 7,7. Ja, sehr schön, Bosco. Ah. Okay, nächste Aufgabe. Ja, wir nehmen die gleiche Aufgabe einfach mit anderen Zahlen, damit ihr seht, die Variablen sind wirklich variabel. Also es kann sich ändern, was man für die Buchstaben einsetzen soll. Na, jetzt kommt die 0,7 für das C hin. Aber ich darf das unsichtbare Malzeichen nicht vergessen. Also du machst es sichtbar. Ich mache es sichtbar und dann steht da 2 mal 0,7. Ja, So. Und dann setze ich für das D die minus 1,5 ein.
Ah, dann habe ich wieder zwei Minuszeichen hintereinander. Da muss eine Klammer dazwischen. Also steht dann da minus, Klammer auf, minus 1,5, Klammer zu. Super. So, dann rechne ich erst die Klammer aus. Minus und Minus ergibt Plus. Sehr schön. So, und 2 mal 0,7 ist 1,4 Ja, plus 1,5 ist 2,9. super. Ja? Schön gemacht, Bosco. Danke. Weiter geht's. Ja. 20 für das Y. Also steht dann da 6 mal, Klammer auf, 20 minus 25, Klammer zu. Ja, jetzt löse ich die Klammer erst auf und rechne 6 mal 20 und 6 mal minus 25. Ah, das ist der ungeschickte Weg, Bosco. Der ungeschickte. Ja. Du bist es jetzt gewohnt, Klammern aufzulösen, weil wir Ja. das schon geübt haben in einem Video. Aber wenn innerhalb der Klammer gar keine Variable mehr steht, brauchst du die Klammer nicht auflösen, sondern kannst sie einfach ausrechnen. Ach so. Also 20 minus 25 sind minus 5. Ja, Und 6 mal minus 5 ist gleich minus 30. genau. Okay. Das ging doch jetzt einfach. Ja. Nächste Aufgabe. Ich soll jetzt die minus 4 für das x einsetzen. Ja? Aber ich habe ja gar kein x. Wieso? Ja, das ist so x hoch 2. Das sind noch zwei verschiedene Familien. Ah ja. Ja. Bei der Strichrechnung haben wir gesagt, das sind verschiedene Familien. Ja. Beim Einsetzen ist es aber anders. Aha. Ja, das darfst du schon einsetzen. Die hoch 2 ist einfach Teil der Schachtel, der Verpackung von dem x. Zusammen mit dem unsichtbaren Mal, was zwischen der 10 und dem x steht, musst du also einfach jetzt diese minus 4, die du für das x einsetzt, reintun. Aber außerhalb in der Verpackung der Schachtel hast du vorne dran das Mal, unsichtbar, und hinten dran das hoch 2. Also habe ich da stehen 10 mal, Klammer auf, minus 4 hoch 2, Klammer zu, minus 1. Fast. Fast. Fast, ja. Es ist eine gefährliche Stelle, das machen wahrscheinlich viele falsch. Ich merk's. Es ist wichtig, das hoch 2 außerhalb der Klammer hinzuschreiben. Oh ja. Das macht wirklich einen Unterschied. Wenn du es nämlich direkt an die 4 dran schreibst, dann bezieht es sich nur auf die 4 und du hättest minus 4 mal 4. Du willst aber die gesamte minus 4 quadrieren. Das heißt, das hoch 2 soll sich auf das Minus und die 4 beziehen und das tut es nur, wenn du das hoch 2 außerhalb der Klammer hinschreibst. Stimmt, ich brauche ja da minus 4 mal minus 4. Ganz genau. Okay, dann probiere ich es nochmal. 10 mal, Klammer auf, minus 4, Klammer zu, hoch 2, minus 1. Jetzt stimmt's. Ja. Und dann rechne ich erst die minus 4 mal minus 4 aus. Minus mal Minus ergibt Plus und 4 mal 4 sind 16. Also 16. Ja, Und dann habe ich da stehen 10 mal 16 minus 1. Punkt vor Strichrechnung. 10 mal 16 sind 160. Minus 1 ist 159. super. Puh, Gut da gemacht. muss man aufpassen. Bei der nächsten Aufgabe möchte ich dir zeigen, dass es natürlich auch sein kann, dass eine Variable mehrmals in einer Aufgabe vorkommt. Und dann sollst du eben alle diese x ersetzen durch die Zahl, die du gegeben hast. In dem ja. Fall die minus 2. Ja, das wird jetzt kompliziert. So, die 7 minus lasse ich stehen. Dann in Klammer minus 2, Klammer zu, hoch 2. Ja, unbedingt außerhalb der Klammer das hoch 2 Das schreiben. war das wie eben. Plus. Na, jetzt muss ich wieder eine Klammer setzen, weil jetzt schon wieder minus 2 kommt. Also minus 2 in Klammer, Klammer zu, mal 2. Jetzt rechne ich als erstes die minus 2 hoch 2 aus. Das würde ich auch als erstes rechnen, ja. Also schreibe ich zweimal in Klammer minus 2 hin, damit es für mich einfacher ist. Minus 2 mal minus 2 ist plus 4. Das lasse ich aber auch noch in der Klammer stehen, weil ja da 7 minus steht. Ja, So, und 7 minus plus 4 sind dann 3. ja, Minus plus hatten wir im Vorzeichenvideo besprochen, ne? Ergibt Minus.
So, und der zweite Teil der Aufgabe ist dann die minus 2 mal 2 ergibt minus 4. Ja. Ergibt minus 1. So, noch 2 Aufgaben. Juhu. So, für das A setze ich die minus 4 ein und 0,7 für das B. Also steht vorne minus 4. Da brauche ich keine Klammer setzen, weil die Aufgabe erst anfängt. Ja, wir setzen die Klammer um die Minuszahlen ja nur, damit nicht 2 Rechenzeichen nebeneinander stehen. Da steht ja gar kein Rechenzeichen vor dem A. Also hast du recht. Die vordere Klammer kannst du weglassen. So, dann steht in der Klammer minus A und soll jetzt dafür ein minus 4 einsetzen. Habe ich dann 2 Minuszeichen? Ja. Das heißt, Klammer auf, minus, nochmal Klammer auf, minus 4, beide Klammern zu. Ja. Plus 0,7. Jetzt rechne ich die Klammern erstmal aus. Minus und Minus ergibt ein Plus. Also steht da plus 4. So, dann rechne ich minus 4 mal plus 4 ergibt minus 16. Plus 0,7 sind minus, oh jetzt muss ich auf das Minus aufpassen, minus 16 plus 0,7 sind minus 15,3. Super, Bosco. Jetzt wird Zeit für die letzte Aufgabe. So, minus 3, du als mit deinen Minuszahlen. Minus 3 für das X und 4 für das Y. Ja, weißt du, warum ich so viele Minuszahlen gewählt habe? Weil es schwierig ist. Ja, eben, für die Pluszahlen ist es total einfach. Ja. Da gibt es ja gar nichts falsch zu machen. Deswegen müssen wir die schwierigen Stellen üben. Na gut. Also in der ersten Klammer steht dann minus 3 plus 4, Klammer zu, mal 4 plus, Klammer auf, minus 3, Klammer zu, hoch 2. Ja, ich glaube, das habe ich jetzt richtig gemacht. Dann rechne ich vorne die Klammer aus, minus 3 plus 4 sind 1. Und die hintere Klammer ist dann minus 3 mal minus 3, ergibt plus 9. So, und dann habe ich da stehen 1 mal 4 plus 9. 1 mal 4 sind 4, plus 9 sind 13. Würde ich auch sagen. Gut gemacht, Bosco. Na, und ihr so? Habt ihr auch alles richtig? Haha. Ja, hier sind nochmal die Lösungen zu allen Aufgaben. Bin gespannt. Dann könnt ihr nochmal vergleichen. Und gebt uns gerne einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Jawohl, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.